Der Verdacht, dass der Mord an Hans Plüschke ein Racheakt war, der liegt nahe. In Osthessen vermuten viele, Plüschkes Tod sei eine Art späte Stasi-Rache. Die Vermutung liegt wohl darin, dass es vielleicht in dem Vorfall von 1961 da an der Grenze begründet liegen könnte. Dass es aus dem Kreise der Angehörigen bzw. aus dem ehemaligen Kameradenkreise sein könnte. Bei vielen Leuten kommt das vielleicht auch viel später mal raus. Ein Rachegefühl. Der Fall Plüschke, davon hat man im ganzen Landkreis gesprochen. Die Bevölkerung hier ist schon davon ausgegangen, dass wohl die Tat von Ex-Stasi-Leuten verübt wurde. Das ist auch in Hünfeld, jeden, den man fragt, die sagen, ja, das war doch die Stasi. War es tatsächlich die Stasi, die Hans Plüschke ermordet hat? Das untersucht nun die 10-köpfige Sonderkommission der Kripo Fulda. Was genau ist am 15. März 1998 mit dem Taxifahrer passiert? Wie verbrachte er seinen letzten Abend, bevor er kaltblütig erschossen wurde? Wir haben zunächst einmal feststellen müssen, dass ab 0 Uhr in dieser Nacht eigentlich von diesen 3 Taxiunternehmen nur noch das Taxiunternehmen Plüschke zugange war. Frau Plüschke ist bis gegen 1 Uhr oder 1:30 Uhr gefahren in dieser Nacht und ist dann nach Hause gefahren, hat ihren Mann noch angetroffen und er hat dann ab 2 Uhr das Taxi übernommen. Es gab dann ab 3:30 Uhr etwa Bestellungen von der Diskothek Konfetti, einer damals in Hünfeld befindlichen größeren Diskothek. Ich glaube, in der Tatnacht waren etwa 1400 Personen da drin. Diese Diskothek hat dann, weil die um 4 Uhr schließt, ab 3:30 Uhr etwa Taxis angefragt. So bekam er einen Anruf und hat dann eine Fahrt von 4 jungen Menschen gehabt, das heißt 2 Damen und 2 junge Männer. Habt einen schönen Abend. Wo geht's denn hin? Hans Plüschke fährt die jungen Disco-Besucher zunächst von Hünfeld über die Bundesstraße 84 ins 8 Kilometer entfernte Kirchhasel. Die beiden Damen wurden in Kirchhasel rausgelassen. Das ist auch in der Nähe und da waren sie etwa 3:50. Die beiden Männer sind dann 2 Ortschaften weiter in Großentaft, etwa 12 bis 13 Minuten vom Tatort entfernt, rausgelassen worden. Das war etwa gegen 4 Uhr. Die Vernehmungen wurden untereinander abgeglichen, die waren insoweit stimmig und harmonierten miteinander. Es gab keinen Zweifel an den festgestellten Uhrzeiten. Von daher wussten wir, dass Plüschke etwa ab 4 Uhr wieder unterwegs war, zurück nach Hünfeld, weil er mitrechnen musste, dass er von der Diskothek wieder angefragt wird. Auf der Fahrt zurück nach Hünfeld, wo weitere Disco-Besucher auf ihn warten, hat Hans Plüschke keinen Fahrgast. Wohin ihn seine nächste Fahrt führen wird, weiß er nicht. Kurz nach 4 Uhr ertönte eine Sirene in dieser Diskothek, die kündigte das Ende an. Und dann wurden eben auch vermehrt Taxis angefragt. Und so war eine von den Bediensteten, die auch vernommen wurden, gleich bemüht, den Herrn Plüschke wiederum zu bekommen. Und sie bekam ihn dann auch ans Telefon. Das war vermutlich das letzte Telefonat, was er zu seinen Lebzeiten geführt hat. Sie konnte sich auch noch an den Wortlaut erinnern. Der Plüschke hat dann gesagt, ich fahre den nur noch nach Hause, dann komme ich. Es könnte sein, dass er damit den Täter gemeint hat, dass zu dem Zeitpunkt, als er dieses Telefonat mit der Angestellten der Diskothek geführt hat, dass da der Täter bei ihm im Fahrzeug saß oder am Ende vor dem Fahrzeug stand. Was dann passiert ist, ist unklar.
Es ließ sich später nicht mehr eindeutig feststellen, ob der Schuss von außen oder von innen gekommen ist. Beides ist möglich. Die heruntergelassene Scheibe spräche dafür, dass der Schuss von außen gekommen ist, weil ja dann keine Beschädigung an der Scheibe entstanden wäre. Man hat die Fahrzeugtür mit Folien abgeklebt, um Spuren zu schützen und zu sichern. Es konnte festgestellt werden, dass es da wohl Schmauchspuren außen an der Fahrertür gab, die eher dafür sprechen, dass der Schütze außen gestanden hat, als er geschossen hat, möglicherweise nicht in weitem Abstand zum Fahrzeug, vielleicht in einem Abstand von 1 Meter. Die Theorie, dass ein Fahrgast, der auf der Beifahrerseite eingestiegen ist, ihn von dort erschossen hat, die Theorie ist durch diese Feststellung der Schmauchspuren außen an der Fahrertür natürlich weniger wahrscheinlich. Man hat dann über die Verbindungsdaten die genaue Zeit feststellen können. Das war also 4:09 Uhr. Um 4:10 Uhr kam der Zeuge, der ihn gefunden hat. Das heißt, da lag nur 1 Minute dazwischen. Und das war ein relativ kurzes Zeitfenster. Es könnte sein, dass der Täter den Taxifahrer berauben wollte, er aber beispielsweise in Dunkelheit entgegenkommende Scheinwerfer gesehen hat von Fahrzeugen, die sich dem Tatort nähern, was ihn dazu hätte veranlassen können, die Tat nicht weiter zu vollenden, sondern die Geldbörse da zu belassen, wo sie später gefunden worden ist, und dass er deshalb geflüchtet ist. Zumal der Obduzent der Meinung war, Hans Plüschke hätte durchaus noch ein paar Schritte laufen können mit seiner schweren Verletzung, bevor er dann eben leider auf der Straße zusammengebrochen ist. Man spricht in solchen Fällen, wenn das Hirn verletzt ist, von einer tödlichen Hirnfunktion, die das Hirn erlitten hat. Aber der Körper ist durchaus bis dahin noch begrenzt handlungsfähig. Und auch das dürfte einen Täter abgehalten haben, da weiter aktiv zu werden. Wer erschoss Hans Plüschke kaltblütig auf der Bundesstraße 84 mit einem gezielten Kopfschuss? Die Kugel traf genau die Stelle am Kopf, an der Plüschke einst den DDR-Grenzer getroffen hatte. Einen Tag später gab es noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis in dieser Sache, der auch in dieses Bild passt und in dieses Zeitfenster. Da wurde ein Zeuge auf einen Zeitungsbericht aufmerksam, weil er dann beruflich jeden Tag diese Strecke fährt und auch zu dieser Zeit dort vorbeigekommen ist, fiel ihm eine ganz wichtige Beobachtung ein. Er hat gesagt, dass er um diese Zeit einen Anhalter gesehen hat. Er hat dann aus seiner Sicht am linken Fahrbahnrand eine Person gehen sehen, die ein Feuerzeug in der Hand hatte. Das Feuerzeug war an und diese Person hat mit dem Feuerzeug den Arm hoch und runter bewegt. Der Zeuge ist aber vorbeigefahren, weil er hat gesagt, er nimmt grundsätzlich keine Anhalter mit und hat das auch in diesem Fall nicht getan. Und hat aber auch keinerlei andere Fahrzeuge oder Personen oder irgendetwas wahrgenommen. Diese Beobachtung muss sehr kurz vor der Tat gewesen sein. Das Taxi muss gefolgt sein, nur er hat es eben noch nicht gesehen. Wenn man jetzt weiß, dass dieser Anhalter in der Nähe war, dann spielt er für diese Tat bestimmt eine große Rolle. In einer Zeitwegeberechnung konnte dann festgestellt werden, dass zwischen der Beobachtung des Zeugen und dem Auffinden des Leichnams nur ein ganz kurzer Zeitraum gelegen haben muss, sodass doch einiges dafür spricht, dass am Ende dieser Anhalter, dass sich dabei um den Täter handeln könnte. Am Sonntag wurde der 59-jährige Taxifahrer Toni Plüschke aus Hünfeld ermordet. Die Sonderkommission hat inzwischen eine wichtige Spur. Gefahndet wird nach einem etwa 35-jährigen Mann, der in der Nacht hier am Tatort als Anhalter versuchte, Autos zu stoppen. Vielleicht der Mörder, vielleicht auch nur ein Zeuge. Die Polizei hofft, dass die Bewohner der nahen Dörfer vielleicht am frühen Sonntagmorgen den Fußgänger gesehen haben und so der Mordklärung näher kommt.